Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Logik. Heute geht es um den Sequenzenkalkül und zwar habe ich mal wieder eine Anfrage gekriegt, deswegen mache ich den gerade, ob wir den Sequenzenkalkül vielleicht noch machen könnten. Und ja, die Antwort ist offensichtlich ja. Es geht dieses Mal um den Sequenzenkalkül der Aussagenlogik, nächstes Mal dann um den Sequenzenkalkül der Prädikatenlogik. Und ja, wir müssen uns mal wieder eine kleine Schreibweise aneignen. Und zwar, wenn ich schreibe A, und zwar die dicken Implikationspfeile hier, impliziert B, dann meine ich damit, A ist an sich nochmal eine Menge aus Formeln, genauso wie B. In der rechten, also auf der rechten Seite sind die Formeln verodert oder die Klauseln verodert, auf der linken Seite sind sie verundet. Die Klauseln selber können irgendwie aussehen. Also als Beispiel K oder I oder J auf der linken Seite, auf der rechten Seite, B. Und auf der linken Seite haben wir dann sowas wie, A haben wir schon benutzt, X und Y und Z. Und X, Y, Z sind nicht einzelne Literale, sondern selber nochmal irgendwelche Klauseln. Und in Klauseln stehen quasi nochmal Formeln drin. Das heißt, ich habe eigentlich so eine Art Formelmenge. Ich mache mal ein Beispiel für X. In X könnte drin stehen kleines i jetzt, weil mir die Buchstaben ausgehen. Und J impliziert klein z oder sowas. Also das sind jetzt die Literale, die wir haben. X, Y, Z sind meine Klauseln. Und dann habe ich die Menge aus Klauseln A und B. Die linke Seite verundet, die rechte Seite verodert. Und jetzt ist meine Formel immer genau dann gültig, also wahr, wenn meine linke Seite verundet allgemeingültig impliziert, ich schreibe es ganz kurz hin, die linke Seite verundet, also quasi ein und über alle Formeln aus der linken Seite impliziert ein oder über alle Formeln der rechten Seite. Wenn dieses Ding hier allgemeingültig ist, dann ist auch diese Formel hier oben gültig. Das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber wir werden uns noch ganz genau angucken, wie wir das genau machen können. So, wir befinden uns in der Aussagenlogik, das heißt, wir haben noch keine Quantoren oder sowas und die bleiben auch bestehen. Also die Regeln, die wir uns jetzt gleich angucken werden, die bleiben bestehen nachher für die Prädikatenlogik. Noch was vorneweg, es gibt für jede Formel, für jede beweisbare Formel, also für jede gültige Formel, gibt es auch tatsächlich einen Beweis. Andersrum. Wenn eine Formel hier als richtig bewiesen wurde, dann ist sie auch wirklich gültig. Das heißt, es ist korrekt, was wir hier machen. Es gibt keine Ausnahmen davon. Aber es gibt Formeln, die wahr sind und für die wir hier trotzdem keinen Beweis finden können. Das heißt, wenn falsch rauskommt hier, muss das noch nicht heißen, dass die Formel unerfüllbar ist. Es gibt manche wenige Formeln, die tatsächlich unbeweisbar sind. Aber wenn hier wahr rauskommt, also wenn es erfüllbar rauskommt, dann haben wir tatsächlich eine erfüllbare Formel gefunden. Das ist eigentlich bei jedem Kalkül so. Aber ja, ist so ein bisschen so eine doofe Regel. Naja, ist halt so. Okay, so, jetzt haben wir einige Formeln, die wir uns sozusagen merken müssen. Und zwar das erste ist ein Axiom. Das heißt, wir schreiben unten immer das hin, sozusagen die grundlegenden Formeln. Also hier steht quasi einfach meine komplette Formel drin und ich führe jetzt meinen Beweis nach oben. Das hatten wir auch schon öfters gesehen. Wir schreiben das so hin und dann geht es oben drüber weiter. Okay, so, wenn ich jetzt hier unten was abspalte, also quasi, ich schreibe hier hin, hey, meine Formeln und daraus nehme ich jetzt eine raus. Also quasi, ich habe hier immer noch meine kompletten anderen Formeln, aber nehme eine Klausel raus, also schreibe das Ganze als Komma. Und meine Formel nennen wir zum Beispiel einfach mal Phi. Und das Ganze impliziert jetzt auf meiner rechten Seite Phi, dann weiß ich schon automatisch, diese Formel ist gültig. Warum ist das so? Das liegt einfach an der Natur der Implikationen. Das hört sich jetzt wieder mal total bescheuert an. Nehmen wir mal an, wir haben wirklich hier drüben nur relativ einfache Formeln und zwar X, Y und Z. Und auf der rechten Seite haben wir eine Implikation impliziert und hier schreiben wir einfach A, B, Z. So. Und jetzt haben wir hier eine wunderbare Situation. Auf der linken Seite muss alles wahr werden. Das heißt, das hier muss verundet sein. Also X und Y und Z muss wahr sein. Und ansonsten, also wenn alle drei davon Wenn jetzt alle drei hier auf der linken Seite wahr sind,
dann muss eins davon auf der rechten Seite wahr sein. Und wenn jetzt hier auf der linken Seite alle 3 wahr sind, dann ist auch offensichtlich Z wahr, sonst wäre das ja überhaupt nicht alle 3 hier auf der linken Seite wahr. Wenn hier auf der linken Seite nicht alle 3 wahr sind, Implikation, dann interessiert mich nicht, was auf der rechten Seite ist, dann ist es immer wahr hier. Aber wenn auf der linken Seite wirklich alles wahr ist, dann habe ich auf der rechten Seite auch auf jeden Fall ein Z, was wahr ist. Und somit habe ich diese Formel auch erfüllt. Das heißt, wenn ich diese Struktur finde, ich habe eine Formel auf der linken Seite und dieselbe Formel auf der rechten Seite, dadurch, dass auf der rechten Seite verodert wird und auf der linken Seite verundet, kann ich schreiben, diese Formel ist immer wahr. Wunderbar. Das nennt sich Axiom. Und da schreibt man normalerweise dann, wenn man es in einem Beweis benutzt, so AX oder sowas hin für Axiom. Okay, jetzt, nächstes Axiom ist relativ ähnlich. Wenn ich hier, ich kopiere das Ganze gerade mal, das nennt sich Null-Axiom. Wenn ich auf der linken Seite eine Null stehen habe und auf der rechten Seite ist scheißegal, was da steht, dann ist diese Formel auch auf jeden Fall gültig. Denn wenn ich hier drüben auf der linken Seite 0 stehen habe, dann ist die rechte Seite ja völlig egal, weil das ist ja eine Implikation. Und auf der linken Seite wird verundet, das heißt, der ganze Term hier wird 0. Auf der rechten Seite wird verodert, das heißt, da ist mir eigentlich egal, was da steht. Und wenn links eine 0 steht, ist es auf jeden Fall sofort wahr. Schaut es euch vielleicht an, wenn ihr die Implikation darauf anwendet und hier drüben ein und ist. Also da ist dann meine Formel auch automatisch wahr geworden. So, nächster Teil. Wenn ich auf der rechten Seite, ich mache es wieder so, das ist das 1-Axiom. Wenn ich auf der rechten Seite eine 1 habe, ist meine Formel auch wahr. Das heißt, auf der linken Seite ist mir völlig egal, was da steht. Das kann wahr sein oder auch falsch sein. Wenn es auf der rechten Seite wahr ist, dann ist die Formel auf jeden Fall immer wahr. Auch super geil. Okay, so, das sind sozusagen die Grundlagen. So beende ich meinen Beweis eigentlich ganz gerne oder eigentlich immer. Also durch so einen Teil werde ich meinen Beweis immer beenden. Ich möchte beweisen, ob eine Formel erfüllbar ist oder nicht. Und ich teile den wieder so auf in Bäume, wie wir auch schon gesehen haben. Werden wir aber gleich noch uns angucken. So, jetzt ziehe ich mal meine wunderbare Box hier ein bisschen rüber und nehme mir diesen Box einfach komplett neu, damit wir hier drüben direkt weitermachen können. Na komm, gib her. Okay. Das waren jetzt die Axiome hier drüben. Dadurch wird eine Formel dann wahr. Jetzt geht es um die linke Seite, das heißt um den Term hier. Wenn auf der linken Seite irgendwas passiert, dann kann ich hier oben irgendwas schlussfolgern. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einmal den Not links. Ja, okay. Ich schreibe statt Not, schreibe ich das hier. Und statt links schreibe ich einfach mal L. Ich möchte nämlich nachher die Rechten auch noch auf diese eine Etappe hier quasi kriegen. Okay. So, was passiert, wenn ich auf der linken Seite irgendwas negiert habe? Also auf der rechten Seite, auf der rechten Seite darf irgendwas stehen. Auf der linken Seite habe ich aber eine Formel, ist egal was für eine Formel, aber ich habe sie in negierter Form. Dann kann ich hier oben hinschreiben, hey, das ist auf jeden Fall, und das ist jetzt quasi meine Schlussfolgerung, ich habe das gegeben und jetzt gehe ich nach oben und sage, da könnte das dann rauskommen. Also ihr habt es wahrscheinlich schon 100-mal gesehen, bei den anderen Kalkülen, die ich euch so vorgestellt habe. Ja, im Sequenzenkalkül ist es eigentlich nicht anders. Hier steht jetzt Folgendes. Wir haben A impliziert B und jetzt können wir diese Formel hierher schreiben. Das heißt, mein Phi ist jetzt ab sofort nicht negiert auf der Seite. Und was bringt mir das Ganze? Naja, ich habe schon mal mehr auf der rechten Seite. Wenn meine linke Seite 0 wird, dann habe ich auf jeden Fall schon mal komplett gewonnen. Das heißt, ich kann damit rumjonglieren, wie ich möchte. Und wenn ich irgendwann mal schaffe, dass ich auf der linken Seite nur noch 0 stehen habe, dann habe ich gewonnen. Das heißt, ich versuche so viel wie möglich nach rechts zu ziehen. Okay, was auch sehr praktisch ist, wenn ich natürlich meine Gleichung aufteilen kann. Also in Bäume sozusagen. Weil dann kriege ich eine andere Gleichung. Und die sind vielleicht leichter zu erfüllen. Also da ist es wirklich dann gefragt, wie kreativ seid ihr mit dem Aufteilen. Okay, jetzt brauchen wir allerdings noch eine zweite Formel. Und zwar, wir sagen, wenn hier steht, dieses wunderbare Zeichen hier, ist auch ein griechischer Buchstabe, oder unser Phi, also auf der linken Seite haben wir jetzt ein oder, wir haben sozusagen eine Formel hier aufgeteilt, dann kann ich Folgendes machen. Dann kann ich hier oben schlussfolgern, ich habe hier A, also immer noch meine ganzen anderen Formeln, die hier in A noch drin stecken, die ich nicht aufgeteilt habe. Und jetzt nehme ich mir eine davon her
also dieses Phi zum Beispiel, schreibt es auf meine linke Seite, impliziert B. Und auf der rechten Seite geht es genauso weiter. Jetzt werde ich wahrscheinlich doch hier in die neue Zeile reinrutschen. Doof gelaufen. Genau. Auf der rechten Seite geht es genauso weiter. Das heißt, ich habe hier tatsächlich einen zweiten Beweisbaum sozusagen und kann danach diese Bäume separat weiterlaufen lassen. Das heißt, ich zeige euch nachher am Beispiel, wie man das fertig machen kann. Jetzt noch kurz zu den Regeln. Wir kopieren uns das hier und schreiben das dahin. Also das kann ich machen, wenn ich ein Oder finde auf der linken Seite. Das ist ganz wichtig, auf der rechten Seite wird es nicht funktionieren. Also wenn ich hier ein Oder finde, ist das was anderes. Achtet darauf, auf der linken Seite ist eigentlich alles verundet. Und wenn ich was verunde, naja gut, das ist relativ billig. Wenn ich hier diese beiden Formeln verundet habe, also wenn die so da stehen, ohne das 1 logischerweise, und das Ding hier heißt oder links, das Ding hier heißt und links. Das ist aber ziemlich unspannend, also wirklich. Wir hatten ja vorher gesagt, wenn ich hier ein und zwischendrin stehen habe, naja, dann ist es der ganz normale Zustand sozusagen. Dann habe ich hier einfach A, Phi, dieses andere Dingens da. Also, Komma einfach impliziert B. Das heißt, ich habe auch nichts gewonnen. Im Prinzip habe ich überhaupt nichts gemacht. Und deswegen kann man diese Logik hier oder diese Formel oder das Ding kann man eigentlich komplett vergessen, weil das ist absolut irrelevant, es passiert überhaupt nichts. Aber dieses Oder auf der linken Seite, damit kann man was anfangen, wenn man dann was aufteilen kann. Genauso wie mit dem Not hier drüben. So, jetzt machen wir die also weg, weil die irgendwie nicht so wirklich relevant für uns ist, machen aber dafür hier unten ein bisschen weiter und dann habe ich mir gerade gedacht, kann ich das hier auch ein bisschen rüberschieben, dann wird es ein bisschen eindeutiger. So, wir haben im Prinzip für uns selbst auf der rechten Seite die ähnlichen Regeln. Und zwar, wenn wir ein Not auf der rechten Seite haben, also Not auf der rechten Seite, sieht dann in etwa so aus. Ich habe irgendeine Formel in negierter Fassung da drüben. Dann kann ich die einfach rüberschieben auf die linke Seite. Das heißt, was hier passiert, ist nicht diese Variante, sondern diese. Das darf ich auch machen. Ich darf quasi jede Regel, immer wenn ich sie anwenden kann, anwenden und dadurch einen Beweis aufbauen sozusagen. Das sieht jetzt erstmal sehr, sehr kompliziert aus, aber es ist gar nicht so schlimm. Analog habe ich im Prinzip, wenn ich auf der rechten Seite das Oder habe, dasselbe Problem wie bei dem und auf der linken Seite. Das heißt, auf der rechten Seite das Oder sieht dann so aus und macht hier im Prinzip gar nichts. Sieht nicht so aus. Ich habe gesagt, auf der rechten Seite, also Oder auf der rechten Seite. Und was dann passiert ist, im Prinzip absolut unspannend. Ich schreibe hier einfach B, das hier, das hier. Das ist, es bringt mir absolut nichts, das zu machen. Es ist einfach nur eine andere Schreibweise, weil auf der rechten Seite muss ja alles verodert werden. Deswegen lassen wir die Regel auch weg und kommen direkt zum und auf der rechten Seite. Und das ist jetzt tatsächlich wieder der spaßige Teil. Wenn ich hier ein und stehen habe, was ich dann machen kann, ist, ich kann es wieder so aufteilen wie bei dem Oder auf der linken Seite. Das heißt, ich habe hier ein, gut, so breit brauchen wir eigentlich nicht gehen. Einmal habe ich Phi und einmal habe ich Rho hier stehen. Okay, das ist das und auf der rechten Seite. Also das und auf der rechten Seite ist quasi das Oder der linken Seite. Bei Not darf ich sie einfach verschieben und meine Axiome, wenn die 1 auf der rechten Seite steht, oder wenn die 0 auf der linken Seite steht oder wenn ich eine Formel auf beiden Seiten wiederfinde, habe ich gewonnen. So, das hört sich jetzt erstmal mega verwirrend an. Ich habe hier haufenweise Formeln und weiß nicht mal, wie ich mit denen umgehen soll. Wir machen jetzt einen Beispielsbeweis. Wir wollen folgendes... jetzt ist meine Textbox wieder weg. Wir wollen folgendes beweisen. Und zwar... Und Achtung, ich rede jetzt hier tatsächlich in Formeln, nicht mehr in Formelmengen. Das bedeutet, ich kann hier... Ich kann hier nicht A schreiben, sondern ich schreibe hier wirklich einzelne Literale hin sozusagen. Also P, das soll implizieren P und Q oder not Q. Also P und Q sind auch so ein paar Formelnamen, die man ganz gerne benutzt. Deswegen habe ich mich jetzt mal hierfür entschieden, damit es hier keine Verwirrung mit A und B und X und Y gibt. Okay, so, meine erste Schlussfolgerung, die ich benutzen kann, schauen wir einfach mal ganz kurz hin.
auf der rechten Seite sind oder immer als Komma geschrieben. Das heißt, das kann ich schon mal einfach so umwandeln in meinem Kopf. Das brauche ich gar nicht als extra Regel hinschreiben. Also zumindest mache ich das nie so. Braucht man auch nicht unbedingt. So, was ich jetzt hier habe, ist, ich habe 2 Formeln und ich darf mit denen machen, was ich möchte. Das heißt, was ich als erstes machen kann, ich kann aufteilen. Und zwar, wie kann ich aufteilen? Naja, ich mache einfach Folgendes. Ich sage, ich wende diese Und-Regel auf der rechten Seite an, weil hier haben wir ja offensichtlich eine Und-Regel, und teile das so auf, wie wir es hier gesagt hatten. Das heißt, das hier ist einfach mein B sozusagen, also meine restliche Formelmenge, und das ist die Formel, anhand derer ich aufteile. Also, was jetzt passiert ist, hier steht immer noch ganz normal P impliziert. Naja, was impliziert denn P? Also B, B ist unser Not Q. Und jetzt die erste Variante hiervon, also P. Und die zweite Seite macht einfach Folgendes: P impliziert Not Q, das bleibt ganz normal stehen, weil B bleibt ja auch beides mal stehen. Und jetzt die andere Formel, also Q, Q. So, sehr gut. Jetzt können wir den Beweis an verschiedenen Stellen weiterführen. Das heißt, ich habe hier einmal meine linke Seite vom Beweis. Hier habe ich P impliziert Not Q oder P. So, jetzt passen wir mal kurz auf. Wir gehen mal hoch zu den Axiomen und schauen mal, ob wir hier tatsächlich was fertig machen können. Wir haben doch eine Formel, die auf beiden Seiten steht, nämlich P. Das heißt, ich habe hier ein P stehen und hier ein P. Also kann ich mein Axiom anwenden und habe dieses Ding quasi fertig bewiesen. Diese Formel ist gültig. Jetzt muss ich noch die zweite Formel gültig kriegen und dann habe ich automatisch schon eine allgemeingültige Formel bewiesen von diesem riesen Schwulst da unten. Und das mache ich eigentlich auch total easy. Ich sage, ich wende meine Not-Regel an und packe dieses Q auf die andere Seite. Das heißt, ich habe da am Endeffekt, also im Prinzip mache ich genau das. Ich habe hier Not Q stehen und am Ende packe ich mein Q einfach auf die andere Seite. Also steht hier Folgendes: P, Q impliziert Q. So. Und wenn ich mir das jetzt genau angucke, wenn ich mir das genau angucke, dann steht hier Q auch wieder auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Und ich habe meine Formel wieder bewiesen. Das heißt, ich habe beide Bäume sozusagen bewiesen und habe diese ganze Formel hier als wahr bewiesen. Und das ist im Prinzip wirklich alles, was ihr wissen müsst. Ihr müsst einfach diese Formeln auf irgendeine Weise anwenden, dass ihr bei so einem Axiom rauskommt und ihr die Formel hier als wahr bewiesen habt. Das heißt, diese Formel hier unten kann niemals falsch werden. Wunderbar. Okay, das war's von meiner Seite und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt alles verstanden und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.